Today in the interview, the singer of Blood God and Debauchery, we talk about death metal, splatter, veganism and money. I hope you enjoy the interview. Welcome to the You Only Live Once podcast. Um was geht's bei Death Metal? Was ist der Sinn von Death Metal? Was bei anderen Bands machen oder was ich mache? Was ist für dich Death Metal? Boah, keine Ahnung. Also ich mache meine Fantasy-Musik. Ich habe nur Fantasy-Texte. Ich mache Musik, ganz normale Metal-Musik und singe über Monster und über Fantasy-Kreaturen und über mein eigenes Universum. Früher habe ich viel so über Herr der Ringe gesungen und über Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy Battle und jetzt singe ich nur noch über meine eigene World of Blood Gods. Und du magst Tolkien. Ja, Was hat dich was interessiert dich an Monstern? boah, keine Ahnung. Das war schon immer so. Aber ich mag Monster noch länger als Heavy Metal. Ich mochte früher als ganz Kleinkind mochte ich Saurier und wie jeder und da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben. Da fand ich irgendwann Alien cool und Predator und ja, dann habe ich irgendwann die ersten Warhammer-Figuren gesehen, falls du das kennst, also diese Miniaturen und dann da bin ich voll drauf hängen geblieben. Bis heute hat sich nichts geändert. Actionfiguren mag ich auch immer noch. Was ist dein Science-Fiction-Film? Boah, ich glaube Alien 3. Ich weiß, der ist nicht so beliebt, aber ich mag Alien 3, finde ich fantastisch. Da mag ich die Atmosphäre vom Film und also die ganzen Farben sind fantastisch gemacht. Und ich mag auch das Alien 3, also das Monster, die Kreatur, weil die so ein bisschen animalischer ist und so schnell. Das mag ich auch. Und die ist echt sehr elegant gemacht. Wie heißt euer letztes Album? Das neue Respawned in Heavy Metal. Und ist es ein Themenalbum oder worum geht's? Es geht um meine World of Blood Gods. Das sind nur Fantasy-Texte über meine eigene Hintergrundwelt. Schreibst du auch Bücher? Keine Bücher, es sind nur so Hefte. Ich mach so kleine Hintergrundbücher halt für die Texte, damit man die besser verstehen kann. Kann man die auch kaufen? Und die kriegt man bei den Bestellungen dazu. Und was sind deine Lieblingskünstler? So als Künstler vom musikalischen Künstler. Künstler oder so. Künstler. Na, ich würde sagen, ich bin Giga-Fan. Ich bin von Alien natürlich irgendwann auf Giga gekommen und also ich mag auch die anderen Sachen. Ich mag auch das Species-Monster, was er gemacht hat. Und dann Adrian Smith mag ich. Der hat viel für Games Workshop gemalt. Der hat auch für mich ein paar Bilder gemalt und ein paar Cover. Weil ich bin halt Fan, habe ihn damals gefragt und angeschrieben. Dann erzähl mal. Um was es da geht. Ja, da geht es um die Bestien des Balgeroth. Also eigentlich geht es um die Bestien von Setek Drakor-Gaur. Das ist ein Warmaster von Balgeroth. Und das sind die Kriegshorden, die auf der Erde Krieg führen. Das sind gewisse Blutgötter, das sind Götter der Tiere. Und die töten die Menschen und befreien die Tiere. Darum geht es bei Beasts of Balgeroth. Okay, dann ist es aber nicht deine eigene Geschichte. Doch. Balgeroth ist aus meinem Universum, Setek Drakor-Gaur ist aus meinem Universum. Und wo kommt das her aus deinen Erinnerungen? Und du setzt dann, sagst, du warst halt selbst mal oder du bist dann der Gott, wenn du schreibst. Nein, aber Fantasiegeschichten, ich erfinde das. wolltest du bist du aufgewacht mit dem Ziel, Rockstar zu werden? Ich will kein Rockstar werden. Das Rockstar-Ding, weiß ich nicht. Damit hatte ich nie was zu tun. Ich will Metal-Musik machen. Mir geht es nur um die Musik und die Kunst. Mir ist das alles andere ist Nebensache. Und weil es gibt schon so Leute, die aufwachen, also die mit 7 aufwachen. Ich glaube, Ted Nugent hat mir das erzählt und der Sänger von Possessed.
Also halt so Musik, also kennst du sowas? Also dass dir so Künstler sagen, die mit 7 aufwachen, irgendwie jetzt möchte ich also ich werde Rockstar. Weiß nicht, ich wollte immer nur Heavy Metal machen. Ich habe da nicht so weiter drüber nachgedacht. Ich habe mir eine Also, Gitarre gekauft und habe losgelegt. also es war jetzt nicht so, ich will jetzt ich will jetzt also Fans oder ich möchte mich. Nee, da habe ich nie drüber nachgedacht. Nee, nur Fantasy-Sachen. Keine politischen Sachen. Ich hab, glaube ich, zwei, sowas, was man sozialkritische Texte nennt, in 20 Jahren gemacht. Erzähl mal. Ja, ich meine, ich habe mal einen Song gemacht gegen Krieg oder über den Ersten Weltkrieg auf meinem allerersten Album vor 20 Jahren. Und ich habe einen Vegetarier-Song gemacht. Okay, bist du vegetarisch? Und warum? Warum ich vegetarisch bin oder warum ich den Song gemacht habe? Ja, warum du vegetarisch bist. Ja, wegen den Tieren natürlich. Okay, und wie bist du dazu gekommen? Ich war im Schlachthaus, habe mir das angeguckt, haben Fotos da gemacht. Und so ist es dann Stück für Stück entstanden. Und also hat sich das schon fasziniert. Wieso musstest du da Fotos machen? Naja, ein Schlachthof ist ein gewalttätiger Ort. Ja, aber warst du bei Peter oder hast dich da reingeschlichen oder wie kommst du dazu? Nee, ich habe einen Termin ausgemacht und bin hingegangen. Die haben da mal Bandfotos gemacht. Also also ist es, macht ihr dann das Metal, weil ihr euch darauf aufmerksam machen wolltet? Habt ihr schon alle eine Faszination fürs Gruselige und Grauen? Ich baue Puppen und Sachen, brutale Puppen und Monster und sowas. Und für Videos und für so ein Konzert wollte ich mal Gedärme haben. Und bevor ich sie selber modelliere, habe ich mir einfach echte Gedärme geholt. Und so bin ich zu dem Schlachthof gekommen. Von was kommt das? Also gruselt dich das oder weil du Nee, drauf. mir gefällt das. Ich mag das. Mir gefällt das. Ich finde das schön. Ist wahrscheinlich eine Störung oder so, ich weiß nicht. Aber nee, also gruseln tut mich das nicht. Was bei der Bundeswehr? Nee, war im Krankenhaus, war Zivildienst. Aber da war ich auch bei der Leichensektion, weil es mich interessiert hat. Kunst und Weißt Geschichte. du hübsch aus? Ja, ich meine, Leichen und Gewalt hat eine Ästhetik. Das ist einfach so. Das kann man doch nicht abstreiten. Ich meine, Schlachtengemälde sind doch auch was Faszinierendes. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das was mit Satanismus. Soll das mit Satanismus zu tun haben? Wenn du ein Bild malst mit einer Leiche drauf, dann ist es ja nicht Gewalt. Das Motiv ist halt Gewalt. Aber das Bild tut ja keinem weh. Gehst du in nächster Zeit ins Ausland? Glaubst du, dass wir Krieg bekommen? Das sind so politische Fragen. Okay, ich weiß nicht, ob das politisch ist. Ich glaube nicht, das betrifft ja alle in Deutschland oder der Welt. Ja, Politik Krieg ist betrifft ja ja in immer dem alle. Fall ja nichts Politisches. Politik betrifft immer alle. Das ist per Definition so. Als Künstler will ich darüber nicht sprechen. Ich habe mir eine Fantasiewelt geschaffen. Und dann kriegst du viel Fanpost, die dann. Wenn jemand was haben will, dann ein Autogramm oder so. Was willst du deinen Fans mitteilen? Ja, das neue Album kommt jetzt raus. Die sollen sich halt, egal wo, einfach mal reinhören. Und in Heavy Metal ist schon nochmal eine neue Facette wieder. Bringt mehr wieder klassische Heavy Metal Musik nach vorne. Aber um was geht's? Ist das in dem Album? Ich schon gesagt habe, um Fantasy-Themen. Aber was ist das Thema? Ist es, Ich meine, das ist eine ganz dunkle Fantasy-Welt. Klassisch Kampf gut gegen böse und all die Facetten dazwischen. Und die Facetten dazwischen sind die meisten Kreaturen, über die ich singe. Weil es fängt an auf Eden, Gott erschafft die Drachen, damit sie die Schöpfung beschützen. Und später sollen sie die Elben beschützen. Aber manche von den Drachen werden böse und die werden zu Blutgöttern und die rotten dann die Elben teilweise aus und rotten sich gegenseitig aus. Und da gibt es große Kriege und das spielt dann bis in die Zukunft. Und es geht dann auf anderen Planeten. Auch auf der Erde gibt es dann Krieg und verschiedene Fraktionen gegeneinander. Und dann halt Vampire, Drachen, Dämonen, viel klassische Sachen auch so. Elben, Zwerge. und Ich habe ein Tabletop-Spiel damit gemacht. Also ich habe Tabletop-Regeln geschrieben und ein Tabletop-Spiel, das heißt Kings of Carnage. Da bringe ich Ende des Jahres das ist dann so, hier, dir kann ich es zeigen. cool. Ja, das ist dann so ein ganz fettes Buch mit Bildern und allem. Aber du hast einen Künstler dafür engagiert. Nee, ich mache alles selber. In der Vergangenheit habe ich ein paar Bilder malen lassen, vor allem von Adrian Smith, weil ich halt Fan von ihm bin. War für mich mega cool, dass er ein paar Bilder gemalt hat. Da male ich alles selber und den Rest mache ich selber. Und in Zukunft gibt es ja noch KI-Bilder. Also jetzt muss man ja gar nicht mehr malen können. Jetzt kann man auch irgendwann dann KI-Bilder und sowas. Das sind diese also diese Würfelspiele. Was ist dann das berühmteste? Da trifft man sich. Dungeons Dragons? Keine Ahnung, kann schon sein. Dungeons Dragons ist halt so ein Du hast dieses Buch und dann. Ja, genau. Ich habe halt ein Tabletop-Spiel gemacht. Das ist wie Warhammer. Dungeons Dragons kann man auch mit Figuren spielen, aber bei mir ist auch so ein bisschen Rollenspiel-Charakter hat das Spiel schon auch, aber es ist halt mehr ein Tabletop. Und wie lange dauert das Spiel? Oder an, wie groß man spielt. Zwischen einer Stunde und 10. Das bringst du in ein
Ding raus Ja, oder ja, das ist nur zu den Hintergrundgeschichten und zu der Musik mache ich nur so nebenher. Das mache ich für mich privat eigentlich. verkleidet ihr euch da auch? Ja, Echt? Ihr verkleidet euch im so, für die Spiele. Nee, für die ja? Spiele nicht. Ich dachte für die Konzerte. Nee, für die Spiele, da sind wir ganz normal. Es gibt so Rollenspiele. Ja, es gibt Rollenspielleute, die sich verkleiden. Aber das macht Nee, so Live-Roleplay machen wir. ihr seid ihr seid diese Leute, diese kleinen Keramikfiguren Genau. anmalt. Ja, das sind Plastik- und Zinnfiguren, aber ja, sowas. Kleine Modelle anmalen und solche Gebäude bauen dazu. Ist das auch zum Zocken? Ach so, so ein Ego-Shooter. Nee, das gibt's da. Das Brettspiel, ist das schon auf eurer Website oder wann kommt das raus? Also irgendwann Ende des Jahres. Was? Und also es kommt jetzt, das Buch kommt jetzt nicht mit dem neuen Album. Nee, das Buch, also dieses Regelbuch ist noch nicht fertig. Da kommt bei dem Respawn das Neue, das Respawn in Heavy Metal, das hat so ein kleines. Und das kann ich dann auch auf dem beim T-Shirt Stand kaufen. Ja, du kriegst es dazu geschenkt. Jeder, der was kauft, kriegt es geschenkt. Was? Geschenk? Und das hast du als Eigenautor rausgebracht. Ja, Und dann eigentlich mache ich das selber. schickst du es ja nicht an, weiß nicht, an so Spieleläden. Nee, nur bei mir, wenn das. Es scheint ja echt ein Luxusleben zu sein als Berufsmusiker. So ein Luxusleben. Ja, weil ich weiß nicht, aber man macht sich dann Gedanken, wie man dann am meisten Geld generiert damit. Ja, ich will, dass es viele Leute haben. Wenn ich Geld verdienen wollen würde oder wenn Geld mein primäres Ziel wäre, dann wäre ich kein Musiker geworden. Also wer Heavy Metal Musik spielt, um Geld zu verdienen, ist einfach blöd. Oder er ist noch aus den 80ern. Wenn du so ein Rockstar bist und irgendwie einen Haufen Geld kriegst für ein Konzert, geschenkt. Aber normale Musiker, die später angefangen haben, ich glaube, niemand macht das wegen dem Geld. Und wenn, dann ist er blöd. Weil das macht einfach keinen Sinn. Also Musik zu machen wegen Geld da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nie. Also ich arbeite rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, immer. Weil ich da Bock drauf habe, weil ich immer neue Sachen mache. Ich mache neue CDs, neue Bilder, ich male die Bilder. Ich werde ja für die ganzen Bilder, die ich male, auch nicht bezahlt. Ah, du verkaufst. Ja, ich verkaufe dann T-Shirts. Das steht in gar keinem Verhältnis zu der vielen Arbeit, die ich da reinstecke. Und Das, das geht das, bei allen anderen Künstlern wahrscheinlich so ähnlich. Kunst ist eine Herzenssache. Und wenn man dann das Glück hat, Geld zu verdienen, das ist cool. Aber wenn ich das primäre Ziel habe, Geld zu machen, dann würde ich was ganz anderes machen. Da wäre ich irgendwie, keine Ahnung, da wäre ich zur Bank gegangen oder ins Finanzding oder ins Versicherungswesen. Also irgendwas, wo es halt um Geld geht. du hast so einen Galeristen. Nee, ich habe keinen Galerist. Na, auf blutgott.com, da sind die Bilder, die ich male. Ich male halt meine Monster und Fantasiesachen. Und wie viele Stunden sitzt du an einem Bild? Ewig. Kann man deine Kunstbilder kaufen auf der Webseite? Nee, habe ich noch nie angeboten. Ich weiß nicht, ob das jemand kaufen würde, keine Ahnung. Ich male die Bilder immer für die CDs eigentlich. Also in die CDs mache ich dann die Bilder rein und als Cover und Motive, die ich besonders gut finde, mache ich als T-Shirts. Der Sinn eines bildenden Künstlers ist 99% Charakter und Sozialisieren und also bei modernen Künstlern, also so Leute, die abstrakt malen, weil wenn du in eine normale Kunstgalerie gehst, kosten ja Bilder, also die aussehen wie Pollock oder so wie er ein Kind gemalt hat, 20.000 Euro. Ja, ich würde meine Bilder auch gern so teuer verkaufen. Ja, muss man ausprobieren. Was heißt Blutgott? Das kommt also ursprünglich kommt es bei mir von Warhammer und von Blood for the Blood God, da habe ich mal einen Song drüber gemacht und über Korn, den Blutgott vom Warhammer-Universum. Und vor über 10 Jahren habe ich das dann irgendwann, als ich dann angefangen habe, immer mehr mein eigenes Universum zu machen. Und da hatte ich aber den Blutgott, da hatte ich ja schon diesen Blood for the Blood God Song und dann dachte ich muss den Blood God ja auch irgendwie in mein eigenes Universum rüberbringen. Weil ich dann nicht einfach einen Blood God machen wollte wie vom Warhammer-Universum, sind die Blood Gods, gibt es ganz viele Blood Gods in der World of Blood Gods, deswegen heißt sie ja auch so. Und das sind Drachen mit dämonischen Fähigkeiten. Das sind so Vampirdrachen. Und das sind die Hauptkreaturen in meiner Welt. Da gibt es 3 ganz große, 3 mächtige. Das ist die Trinity of Blood Gods. Und das ist Balgerod, das ist Dracul Dracogoth, das ist die Debauchery. Und dann gibt es noch Setek Dracogaur und das ist Blood God. Und so habe ich auch meine 3 Bands gemacht. Und deswegen gibt es 3 Bands. Gibt's da auch Liebe? Liebe, ja klar, Ja. auch das. Kommt auf dem Album auch eine Liebesgeschichte? Also gibt's da so eine ewige Liebesgeschichte? Ja, es gibt schon auch so Liebesgeschichten, aber also eigentlich sind sie immer schlecht. Sie gehen auch schlecht aus. Der Balgerod verliert seine Familie und seine Mutter, deswegen ist er so böse. Seine Elbenmutter wird umgebracht und deswegen hasst er den und führt Krieg gegen den
Höllengott, der seine Mutter getötet hat. Dann ist noch eine ganz große Liebesgeschichte drin zwischen Anna und Zetek Drakogau, die geht über hunderte Jahre, weil sie beide ja unsterblich sind. Und da hängt ganz viel von der Geschichte mit dran. Da ist auch schon ganz viel in meinem Kopf und ich habe auch schon ganz viel geschrieben für die nächsten CDs, wie es dann weitergeht. Aber das kriegt man wahrscheinlich, wenn man es nicht richtig weiß, gar nicht mit. In dem neuen Buch kann man es ein bisschen mit lesen, dann checkt man mehr. Und es ist also jetzt nicht nur Splatter und Gore. Schaust du Tatort und Polizeifunk? Oder wo kommt auch die Inspiration? Also, Von der realen Welt ein Teil, dann die ganze andere Fantasy-Literatur, die ich gelesen habe. Da baut man sich was zusammen. Dann historische Sachen sind einfach auch immer irgendwo Inspiration. Filme, guck alle möglichen Filme. Guck Blockbuster-Filme, ich guck Horrorfilme, ich guck. Die reale Welt ist ja auch sehr brutal. Die Menschen gehen ja mit den Tieren auch sehr brutal um. Also alles, wenn du guckst, was die Menschen mit den Tieren machen, und dir das anguckst, dann verstehst du, was die Monster mit den Menschen machen. Und sie gehen immer noch weiter. Also die Höllengötter sind ja richtig böse. Also du musst eigentlich immer nur überlegen, was richtig böse ist und dann weißt du, wie weit die Höllengötter gehen müssen, weil sie sind ja eigentlich noch böser. Also alles, was die Menschen Böses tun, das wird dann in der Fantasy-Welt halt noch überdreht und eben von anderen Protagonisten aufgegriffen. Also die Blutgötter, die auf der Erde kämpfen, die bauen eben Schlachtanlagen. vom Ersten Weltkrieg hast du dich auch schon mal inspirieren lassen. Ja, klar. Ich habe ja auch die Sachen, also die Einschläge Literatur oder so liest man dann halt. Weil ich habe aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich war da in Irland und und das war einfach praktisch, weil ich war da 12. Mit den Tieren ist erst später gekommen. Abgesehen davon ist ja auch super eklig, was für Sachen die in die Lebensmittel reinpacken. Klar, also verarbeitete Lebensmittel, also das ist, und diese Wurst und sowas, das hat mir damals einer gesagt, als ich angefangen habe, Vegetarier zu werden, vor 15 Jahren. Da hat er mir gesagt, du wirst es irgendwann eklig finden. Und ich habe es ihm damals gar nicht geglaubt, aber heute weiß ich, also ich finde es jetzt wirklich, inzwischen finde ich es eklig. Ganz lange habe ich es ja einfach nur nicht gegessen halt, aus Überzeugung, aber da hat es mich nicht geekelt oder so. Aber jetzt inzwischen finde ich Wurst oder so ist echt widerlich. Als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, das war halt trendy und dann sind die ganzen, also meine Klassenkameraden waren dann teilweise nach 14 Tagen wieder bei McDonald's. Ich halt nicht, aber ich habe es nie vermisst. Und wenn man das nicht, die Auswahl ist ja da. Und wenn man was nicht kauft, dann wird das ja auch nicht weiterhin produziert. Ich verstehe da nicht die Ignoranz von den Leuten. Du schreibst ja viel über Gewalt und so. Glaubst du, den Leuten ist das egal? Ja, Also, ich glaube, das ist egal, ja. Also mir war es ja früher auch egal. Also ich glaube, dass man einfach nicht drüber nachdenkt, weil man ja auch so aufgewachsen ist. Es ist einfach so sind die normal. ganzen Leute unter Shellshock. Man wächst halt auf mit einem Schnitzel und dann inzwischen wird es einem halt sehr einfach gemacht jetzt. Also das gab es ja, als ich Vegetarier geworden bin, gab es ja noch nicht. Aber jetzt gibt es ja ganz viele so, die Ersatzprodukte, die sind ja eigentlich genau gleich. Die schmecken gleich, die sehen gleich aus. Also jetzt ist es eigentlich total einfach, ein anderes Schnitzel zu kaufen. Du musst ja gar nicht verzichten auf dein Schnitzel. Du kaufst ja jetzt einfach nur das vegane Schnitzel. Ich glaube, das ist vielleicht noch in den Köpfen auch. Das vegane Ding hat auch sowas, hat schlechtes Image. Wieso? Wegen Weißt, Hildmann, Attila Hildmann und Hitler. nee, das vegetarische Ding oder vegan hat ein schlechtes Image, glaube ich, weil es oft mit so unmännlich assoziiert wird. Und das heißt, wenn Männer sagen, sie essen kein Fleisch oder sie sind Veganer, dann sind sie auch gleich so Lullis und irgendwie schwach und das ist halt, ich glaube, das ist ein Problem, warum das nicht richtig angenommen wird. Also du bist dann kein Jäger mehr. Ja, dabei finde ich es eigentlich genau andersrum. Also ich empfinde es ganz anders, weil ich finde es ja viel männlicher und viel stärker, die Schwachen zu beschützen, als sie aufzuessen. Also schwache Wesen wie, ich meine, die Schweine können sich ja nicht wehren und irgendwelche Kälber auch nicht. Und die totzuschlagen, das ist ja eigentlich keine Heldentat. Ted Nugent ist sogar jetzt vegan. Was? Ted Nugent? Echt Ja, jetzt? Der habe ist ich doch auch. Jäger. Hä? Der ist doch Jäger, dachte ich. Ja, aber der hat Söhne und die haben ihn, glaube ich, überzeugt. Echt jetzt? Ted Ja. Nugent ist, das muss ich mal recherchieren, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und setzt du dich auch so für Tierschutz ein?
eigentlich nicht. Ich habe eine Zeit lang mal so Flyer verteilt und sowas, aber am Merchandise-Stand habe ich es ausgelegt. Aber eigentlich tue ich nichts. Also ich bin kein Aktivist oder sowas. Der Thomas Such ist ja auch Jäger. Ja, Die, leider. Macht so geile Musik und dann so ein Scheiß, aber naja. ich denke mir auch immer, die Bundeswehr übt ja an Schweinen töten. Ja, Die sollen dann, wenn dann an Rehen üben, damit das Sodom mehr ähm, Lieder schreiben, Alben schreiben kann. Weil als Förster, die Förster sagen ja immer, wir haben zu viel Rehe. ja, ich bin ja Reh-Fan. Zieht euch das neue Album rein. Blutgott, auf dem neuen Blutgott-Profil, was es überall jetzt gibt. Also auf allen digitalen Plattformen und sonst auf YouTube. Und naja, oder guckt auf der Homepage vorbei, blutgott.com und startet eure Reise von da. Also da ist ja neue Videos, neue CD, neues Merchandise und alle Tourdaten sind auch dort. Und was hältst du von den Klimaklebern? Politisches Thema, sage ich nichts dazu. Das ist doch nicht politisch, das ist auch Umweltschutz, das ist Tierschutz. Das ist, nein, das ist viel zu aktuell und viel zu, nee, Aber man kann doch nicht, das ist Umweltschutz, wenn und wenn sich dann begrenzt. keiner darin äußert, dann oder einmischt oder so, Begrenzt, ja. die lassen die Jugend, also die Leute eher weiter kleben anstatt, also es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten. Also, weißt du, ist auch ein Festival. Spielen nur noch das Metal Embrace Festival im September, am 8. September. Bist du auch auf Instagram? Ist nur auf Instagram. Ja, Facebook, ja, ich bin Facebook und Instagram. Bei Instagram habe ich nur ein Profil. Nee, da habe ich auch 3 Profile, aber da habe ich hauptsächlich das Blutgott 666 Profil. Und bei, Klingt aber auch schon satanistisch. wieso? 666. Ach so, das ist doch die Metal-Zahl seit Iron Maiden schon. Number of the Beast. Heavy Metal einfach. Nee, Number of the Beast ist aber Satanismus. Ja, das ist doch kein Satanismus, das ist doch Entertainment. Das ist doch, Ja, aber ich habe mich letztens hab auch so ein ich habe Waldgeflüster interviewt und die nehmen das voll, also das sind Satanisten. ach so, ja, kann sein. Ich, ich, vielleicht sind die das, ja. Ich kenne die gar nicht, deswegen. Also ist es dann Witz, für dich ist Satanismus eine Entertainment. Also es ist einfach nur, Ja, klar, also das hat nicht, der Heavy Metal Satanismus von Venom oder sowas oder wenn Iron Maiden Number of the Beast singt, das ist für mich Entertainment. Für die auch. Also wir sind ja keine Black Metal Bands, so ernst zu nehmen. Es gibt ja auch die meisten Black Metal Bands, die ich cool finde, sind auch alle nur Entertainer. Da ist auch nichts mit Satanismus. Mhm. Auch wenn sie ein umgedrehtes Kreuz im Logo haben oder so. Das ist ja trotzdem nur Entertainment. Und was liest du gerade? Gerade, Hm? ich lese gerade diese Inquisitor-Trilogie von Watson, Warhammer 40.000, von ganz früher. Und das habe ich früher mal gelesen und fand es nicht so gut und lese es jetzt nochmal, finde es aber immer noch nicht so gut. Aber ich kämpfe mich jetzt noch durch. Lese es jetzt noch zu Ende. Wie, du kämpfst dich dann durch? Ja, es ist halt ein bisschen, weiß nicht, langweilig geschrieben. Es ist nicht mein, also es ist auf jeden Fall nicht das Oder Beste, was wieso ich hast so du es dann gelesen habe. nicht einfach auf? Ja, ich will es nochmal zu Ende lesen. Jetzt muss ich nur noch, weiß ich nicht, 15 Seiten schaffen oder so. Und liest du auch akademische Aufsätze und so? Nicht mehr, seitdem ich aus der Uni raus bin. Okay, weil ich hab meinen Science Fiction geschrieben an Academia Edu Aufsätzen. Also ist ja Science Fiction, sozusagen. Bist du ja nicht, also du bist dann Lehrer geworden, du hast auf Lehramt studiert. Ja, aber ich bin kein Lehrer geworden. Du bist direkt Musiker geworden. Ja, also ich bin Referendar gewesen kurz. Und gibst Unterricht Nee, mach nur Musik. und bist du auch noch in anderen Bands. Mhm. Nur mein eigenes Zeug. Also nur das Blutgott-Universum.
Wow. Also mit Blood God und mit Balgerot und Debauchery.